Fuerte hing uns die Kiterei so sehr zum Hals raus, dass wir spontan die nächste Fähre geschnappt haben und von der Insel abgehauen sind. Nein, Scherz natürlich. Ich glaube, Kiten könnte uns nie langweilig werden. Aber es hatte sich eine total neue Möglichkeit aufgetan, die wir um keinen Preis verpassen wollten. Und dafür mussten wir rüber, von Fuerte nach Teneriffa. Genauer gesagt nach Santa Cruz, ein wirklich beschauliches kanarisches Städtchen. Der genaue Grund für unseren Teneriffa-Ausflug, der schaukelte zu dem Zeitpunkt noch ganz gemütlich im Yachthafenbecken von Santa Cruz hin und her. Ihr seht es schon, ein Boot. Das ist jetzt hier die Marina von Santa Cruz de Tenerife. Hier stehen die ganzen großen Boote. Und wir machen jetzt auch gerade im wahrsten Sinne des Wortes unser Boot klar Schiff, um gleich mal die erste Proberunde segeln zu gehen. Und zwar mit Steffen. Aber wer ist jetzt schon wieder Steffen und wie haben wir das überhaupt eingefädelt, fragt ihr euch vielleicht. Naja, fragen wir ihn doch am besten selbst. Ich bin hier der Skipper von der Moody. Damit sind wir jetzt seit einem Jahr unterwegs. Mein Bruder und ich sind gestartet. Wir sind über Brasilien dann nach Südafrika gefahren und wir hatten permanent über Final Crew Leute an Bord. Und für die Nichtsegler unter euch, das ist eine Website. Man erstellt sich ein Profil und sucht, wenn man ein Boot hat, nach Crew oder wenn man keins hat, nach einem Boot. Und zwar nach Standort. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Teneriffa eingeben, werden wir sehen, dass da zurzeit 9 Boote auf Crew warten. Und eins davon ist das Boot von Steffen. Mit an Bord war auch Iban, ein Fischer aus dem Baskenland, der Steffen schon seit den Kapverdischen Inseln auf der Selinaris begleitet hat. Okay, get in, all lines! Und Ferran und Silvia, ein spanisches Pärchen aus Valencia, das noch keine Segelerfahrung hatte. Als es dann losging, waren Manu und ich ganz schön aufgeregt. Aber eigentlich gab es gar keinen Grund dazu. Steffen als alter Hamburger Seebär hatte alles unter Kontrolle. Am nächsten Morgen mussten wir Iban leider schon wieder verabschieden. Er ist zurück ins Baskenland zu seiner Familie geflogen. Für Steffen und Iban war es kein leichter Abschied. See you in Basque Country! Die beiden hatten schließlich 2 Wochen richtig harter Überfahrt gegen den Wind und gegen die Strömung hinter sich. Und sowas schweißt natürlich zusammen. Zu 5 sind wir dann ein paar Tage vor Teneriffa gesegelt, bevor wir uns für die große Überfahrt bereit gemacht haben. These are the islands of Gomera, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura. So these are the islands. The wind comes from this direction 90% of the time. Sometimes it changes a little bit like this or a little bit like this. So it will be very easy to go to Gran Canaria. Für die Überfahrt von Santa Cruz nach Las Palmas waren ungefähr 10 Stunden geplant und darum sind wir mitten in der Nacht losgefahren, um pünktlich zum Sonnenaufgang im Hafen anzukommen. Die Kamera kann es gar nicht richtig einfangen, aber über Nacht zu segeln ist wirklich wunderschön. Wir hatten zwar ziemlich viel Wind und auch viel Welle, aber trotzdem war es irgendwie absolut friedlich und man konnte wahnsinnig viele Sterne am Himmel sehen.
Pünktlich zum Sonnenaufgang wurden wir sogar von Delfinen begrüßt. Und dann kam auch schon der Hafen von Las Palmas in Sicht, der größte Yachthafen der Kanarischen Inseln. Habt ihr ja schon einen guten Eindruck davon bekommen, was an Deck so alles passiert. Was aber auch besonders interessant ist, ist, wie es unter Deck aussieht. Und das müssen wir euch unbedingt zeigen. Also, der Steffen ist gerade noch in der City und die Spanier sind wandern. Oh, deswegen haben wir das Boot gerade quasi für uns ganz alleine und es ist fast so, als ob wir ein eigenes Boot hätten. Stimmt's? Richtig. Und wie findest du es? Sehr gut. Ich brauche wieder Musik gleich. Ja, wenn man filmt, dann geht die Musik immer aus. Auf jeden Fall zeigen wir euch jetzt mal kurz, wie das in diesem Boot aussieht, weil wir das vorher auch gar nicht wissen. Okay, dann gehen wir mal unten rein. Kannst du mal zeigen, was unten ist, Magda? Wir haben gelernt, das heißt nicht Leiter, das heißt nämlich Niedergang. Also gehen wir jetzt den Niedergang runter. Gut. Und dann kommt man quasi erstmal in der Küche an. Das ist die Küche. Da hat man ein Waschbecken und noch ein zweites Waschbecken und so ein ganz passend zugeschnittenes Holzbrett, um ein bisschen Platz zu sparen. Da ist auch noch mal ein Waschbecken drin. Dann ist der Wasserhahn angeschlossen an die Frischwassertanks. Das heißt, da kriegt man gutes Süßwasser raus. Um ein bisschen Wasser zu sparen, kann man beim Vorspülen das benutzen. Das ist quasi Hafenwasser, mit dem ich mir dann grandios am ersten Abend direkt die Zähne geputzt habe, weil ich es dann noch nicht wusste. Und hier ist der Herd. Der Herd ist super cool, wenn man kochen will bei Seegang, weil da gibt es hier unten so einen kleinen Haken. Den kann man lösen und dann schwingt der Herd. Also quasi, wenn die Welle kommt, schwingt der dann entgegen, sodass dein Topf stehen bleibt. Und ich kann das gleich mal zeigen. Wenn man den Topf da drauf stellt, sollte man ja denken, wenn es schwankt, rutscht er immer noch runter. Aber da gibt es hier diese beiden Metallstäbe, die kann man verschieben in der Breite. Und je nach Topf kann man den dann hier quasi auch noch passend einklemmen, sodass sie halt wirklich, selbst wenn das mega schwankt, weil Ultraseegang ist, der fällt nicht runter, da wird nichts passieren. Und hier auch der Herd, alles ist immer gesichert mit so einer Klemme zum Beispiel, damit hier nichts aufgeht während der Fahrt. Den sichern wir für nachher auch mal. Und auch hier, sowas muss eigentlich zu sein, weil immer wenn es eingedrückt ist, schiebt sich da so ein kleiner Haken runter und dann können einem die ganzen Sachen nicht entgegenkommen. Und dann gibt es hier in so einem Boot eigentlich alles, was es in jeder anderen Küche auch gibt. Verschiedenes Olivenöl und Schneidebrettchen und naja, alles Mögliche. Und im Prinzip hat das ganze Boot überall, wo irgendwie geht, Stauraum. Also zum Beispiel hier, überall, wo irgendwie Löcher sind, kann man was reinstopfen. Oder auch hier, das fand ich auch geil. Da ist zum Beispiel das geheime Essensfach. Alles voll mit Konserven. Da kann man dann lange überleben. Mit sowas wie Trockenfleisch oder eingeschweißtem Fleisch, das halt gar nicht mehr wirklich ablaufen kann. Und Konservendosen, Reis und so weiter. Ich glaube, wenn Steffen hier müsste, würde er bestimmt ein paar Monate easy über die Runden kommen. Dann haben wir hier noch Angelhaken, weil der Steffen natürlich auch ab und zu mal angelt. Haben wir auch Fotos gesehen. Mal gucken, ob wir das selbst auch noch machen. Und hier ist die Kabine, in der Manu und ich geschlafen haben. Das läuft so spitz zu, ist also quasi dreieckig, weil natürlich das Boot vorne an der Spitze auch dreieckig ist. Und da unten ist auch wieder Stauraum, genau. Und es ist gar nicht so komisch, wie man denkt, weil die Füße, die können ja eh eng zusammen sein. Was können wir noch zeigen? Hier ist noch das Cockpit. Da sitzt dann quasi meistens der Steffen und hier hat er dann so einen Plotter und so weiter. Den können wir auch mal bestimmt bei Aktion zeigen, wo man alles sehen kann. Hier kann man die ganzen Lichter vom Boot einschalten, irgendwelche Pumpen bedienen und so weiter. Damit kann man funken. Also wenn wir irgendwie in den Häfen reingefahren sind, hat er immer sein Funkgerät genommen und dann irgendwie gesagt, Achtung, Achtung, Selinaris, an Hafennummer, bla 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 bla, und dass er heute reinfahren konnte, dass es klar war.
Dann gibt es da noch eine kleine Kabine. Da schläft der Steffen jetzt unten im Stockbett. Oben ist leer. Und dann gibt es in diese Richtung noch die andere Doppelkabine. Die ist ziemlich groß. Und die schwankt nicht so sehr, weil die hinten ist am Boot. Das heißt, da knallt es nicht immer so auf die Wellen. Da kommt man durch so ein kleines Badezimmer durch. Ist ziemlich eng. Hast du den Kopf gerade angestoßen? Ja. Hier ist ein Klo drin versteckt. Und mit der Pumpe kann man das dann in den Tank pumpen oder ins Meer pumpen. Hier gibt es ein kleines Badezimmer. Und hier wohnen Sil und Ferran im Moment. Ist ein bisschen größer. Die 5 Tage mit Steffen auf der Selinaris waren für uns eine unglaublich coole Erfahrung. Und Steffen, wie war es für dich mit den Crewfindern? Hat alles geklappt? Das hat sehr, sehr gut geklappt mit denen. Wir sind gestern in der Nacht von Teneriffa hier nach Gran Canaria rüber gesaust, hatten ziemlich viel Wind, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Ich konnte in Ruhe schlafen, hatte ein gutes Gefühl, als die beiden dann draußen waren. Und ja, wir sind auch ein bisschen nass geworden, aber das ist eben immer so, wenn man das Ölzeug zu spät anzieht, dann wird man einmal nass, einmal Pech. Aber tja, jetzt haben wir gefrühstückt, die müssen gleich weiter zurück nach Fuerteventura und ich werde jetzt erstmal ein paar Tage hier sein und eine neue Crew suchen. Und mit viel Glück kommen die dann nochmal aufs Schiff und werden mich dann nochmal in 4 Wochen oder 3 Wochen besuchen und dann eine Tour nach Rabat in Marokko und dann weiter nach Spanien, Festland, nach Tarifa machen. Ja, würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Uns auch. Und das klappt nach jetzigem Stand tatsächlich. Wir sind schon ganz aufgeregt und werden euch hier bei YouTube in ein paar Wochen von der Überfahrt berichten.